Hallo, hier ist Daniela von German with Stories. Das Jahr 2024 ist schon halb vorbei und auf der Nordhalbkugel fangen die Sommerferien an. Hast du Urlaubspläne oder möchtest du den Juli nutzen, um dein Deutsch zu verbessern? Noch besser wäre es natürlich, wenn du im Juli Zeit hast, Deutsch zu lernen und dann im August in ein deutschsprachiges Land fährst. Denn im German with Stories Club dreht sich im Juli alles um das Thema Urlaub und Tourismus. Du kannst also viele praktische Vokabeln lernen und dann gleich anwenden. Aber auch wenn du nicht nach Deutschland, Österreich oder in die Schweiz fährst, wird dir das Thema sicher Spaß machen. Der German with Stories Club ist für A2 und B1-Lerner. Du bekommst zweimal in der Woche interessante Texte und Audios mit Vokabeln und Übungen, mit denen du Schritt für Schritt dein Deutsch verbessern kannst. Wenn du Mitglied werden möchtest, findest du unten in der Beschreibung einen Link. Falls du schon Mitglied bist, bist du sicherlich gespannt, was dich im Juli erwartet. Wie ich schon gesagt habe, ist das große Thema im Juli Urlaub und Tourismus. Und ich möchte dir nun kurz erzählen, welche Materialien dich erwarten. Am 1. Juli triffst du im Podcast für Anfänger unsere Familie aus Hamburg. Sie machen Urlaub in Bulgarien und du lernst Hotel- und Strandvokabeln. Am 4. Juli geht es um die Sommerferien in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das ist ein Magazintext und ich beantworte dir zum Beispiel die Frage, warum nicht alle Menschen in diesen 3 Ländern zur gleichen Zeit Sommerferien haben. Am 8. Juli bekommst du einen Podcast für B1-Lerner. Ich erzähle dir von meinen Urlaubserinnerungen, was war schön und was war vielleicht nicht so schön. Am 11. Juli gibt es den 2. Magazintext. Das Thema ist diesmal Urlaub auf dem Bauernhof. Das ist für viele Familien mit kleinen Kindern eine optimale Art, um Urlaub zu machen. Am 12. Juli hast du die Möglichkeit, eine Group Lesson zu buchen. Das mache ich mit maximal 4 Teilnehmern. In dieser Group Lesson geht es um das Thema Urlaubserinnerungen. Das heißt, du kannst mir und den anderen Teilnehmern etwas von deinen Urlaubserinnerungen erzählen. Am 15. Juli gibt es wieder einen Podcast für Anfänger. Unsere Familie aus Hamburg beendet ihren Urlaub in Bulgarien und fliegt zurück nach Deutschland. Am 18. Juli bekommst du einen weiteren Magazintext. Diesmal geht es um das Thema Übertourismus. Das heißt, wenn zu viele Touristen eine Stadt besuchen. Das beste Beispiel hierfür ist wahrscheinlich die italienische Stadt Venedig. Zum Thema Übertourismus biete ich dann 2 Tage später eine weitere Group Lesson an, wieder für maximal 4 Teilnehmer. Wir lesen den Magazintext zusammen und besprechen das Thema. Am 22. Juli kannst du in einer Podcast-Folge für B1 hören,
welche Arten von Urlaub es gibt. Manche Menschen fahren am liebsten an den Strand und verbringen ihren ganzen Urlaub in einem Hotel. Andere reisen mit dem Rucksack um die Welt oder sie besuchen eine Stadt oder machen eine Gruppenreise. Am 25. Juli ist es Zeit für eine Short Story. Opa fährt in Urlaub. Es geht um eine junge Frau, deren Großvater zweimal im Jahr allein in Urlaub fährt und niemand in der Familie spricht darüber. Die junge Frau möchte herausfinden, was ihr Großvater im Schwarzwald macht und folgt ihm. Am 27. Juli bekommst du mein Question and Answer Video. Als Mitglied des German Witch Stories Club hast du die Option, mir bis zum 20. Juli Fragen zur deutschen Grammatik und zu Vokabeln zu schicken und ich beantworte diese Fragen mit Hilfe von Beispielen in dem Video. Am 29. Juli gibt es noch eine Podcast-Folge für Anfänger. Unsere Familie aus Hamburg ist ja zurück in Deutschland und an einem Wochenende machen sie einen Ausflug an die Nordsee. Der Monat endet mit einer Audio-Lesson für Premium-Mitglieder, die sich auf die Short Story Opa fährt in Urlaub bezieht. So, jetzt weißt du, was dich im Juli im German Witch Stories Club erwartet und ich freue mich darauf, mit dir zusammenzuarbeiten. Bis dann!